Britta und ich waren gerade ein bisschen beim Zaumrahmen. Das schaut übrigens bei uns so aus, wenn wir da Teile sortieren und uns da ein wenig kümmern, dass alles wieder in Ordnung ist. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen uns einmal bei euch bedanken, weil wir haben nämlich vor kurzem erst 7000 Abonnenten auf YouTube erreicht und das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, wo wir uns sehr, sehr gefreut haben. Und vielleicht sollten wir mal erklären, warum Christoph falsch oder komisch redet, als er normalerweise redet, oder? Ja, ich glaube, dass da nicht unbedingt eine Erklärung braucht. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir kommen eigentlich aus Österreich und das ist auch der Grund, warum wir mehr oder weniger meistens keine Livestreams machen, während wir bauen, weil wir ja untereinander so reden, wie wir reden. Also ich hoffe, ihr versteht uns, die was Österreicher oder aus dem südlichen Deutschland kommen, sicher. Und die anderen, sorry dafür, die nächsten Videos werden natürlich wieder ein bisschen schöner in Hochdeutsch sein. Wir haben uns gestern gerade erst am Abend, wir hoffen übrigens, euch geht's gut und ihr seid lustig, wir haben uns gestern gerade erst unser 1000 Abonnenten Spezial angeschaut. Das haben wir nämlich genau da gestanden, wo wir heute stehen. Da haben wir ein bisschen coolere Masken aufgehabt. Genau, mit der Brühen und die was waren das, so Sektglasel? Ja, die haben wir dann übrigens ein bisschen später auch bei unserer Hochzeit braucht und dann sind sie dort irgendwo, glaube ich, verschwunden bei der Fotobox, aber es macht nichts. Oder kaputt waren, glaube ich. Ja, ich möchte nur daran erinnern, oder uns mehr oder weniger, ich rede jetzt auch mit dir, Rita, weil wir damals, wie wir dieses Projekt da gestartet haben, wir haben uns auch gestern dann noch ein paar andere alte Videos angeschaut, hätten wir uns einfach nicht gedacht, wie weit das kommt und wie cool das Ganze wird. Ich kann mich erinnern, das war damals so im ersten Corona-Lockdown, wo wir da auch mit die Videos angefangen haben und wie das dann so gestartet ist und 2 Jahre später 7000 Abonnenten plus sind wir da, wo wir jetzt sind und das ist einfach mega, mega cool und da wollten wir uns einfach nochmal bei euch bedanken. Wir haben uns schon so gefreut, wie wir 1000 Abonnenten gehabt haben und natürlich dann später auch, aber dass wir mal 7000 haben, ist Wahnsinn. Also, dass man sich das überlegt, dass 7000 Leute bei uns auf Abonnieren gedruckt haben, ist unvorstellbar. Also, wir brauchen euch das, glaube ich, nicht erklären, aber dass der Moment, wo ein Zuschauer auf YouTube auf den Abonnieren-Button druckt, das ist ja nicht einfach so. Das hat ja eine Vorgeschichte. Derjenige oder diejenige muss ja schon mal mindestens ein Video von uns angeschaut haben und das Video als gut befunden haben und das ist einfach für uns die wahnsinnige Ehre. Ja. Und wir sind das auch teilweise gar nicht gewohnt. Wir haben jetzt auch schon die Situation gehabt, dass wir auf offener Straßen unter anderem im Legoland. Wenn das die offene Straße Naja, es war dort eine Straße, ich weiß nicht, ob sie öffentlich zugänglich war, aber es war Straßen, erkannt worden sind und da werden wir direkt teilweise nervös, weil wir gar nicht wissen, was wir sagen sollen. Auf jeden Fall seid ihr super nett. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Nachricht, die kommt. Oh ja. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ihr uns alle eigentlich sehr, sehr ans Herz gewachsen seid und dass wir, obwohl die Zeit und das alles natürlich der Thema auch leider momentan noch, hoffentlich wird es einmal ein bisschen besser, ein Faktor ist, der gegen das Ganze da spricht. Oh ja, das letzte Mal allein, wenn wir vom Legoland heimgekommen sind, da haben wir die ganzen Sackerl gehabt und wir wollten das eigentlich meiner Mutter zeigen, was wir da alles einkauft haben. Keine Chance. Wir haben das Sackerl nur hingestellt am Boden mit den kleinen Sackerl drinnen und der Tim war auf einmal so, oh mein Gott, es sind Sackerl drinnen und dann wollte er halt alle ausräumen und ja, ist eh klar, das geht natürlich nicht, weil es viel zu gefährlich war. Und dann haben wir das alles wieder weggerannt, haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir machen ein Video dazu, dieses Video anschauen. Wunderbares T-Shirt. Und ja, im Endeffekt hat sie sich dann das Video angeschaut und es ist halt alles ein bisschen anders derzeit, aber irgendwann, wie ist das, von 0 bis 3 ist immer ganz schlecht, irgendwann ist er dann auch über 3 und dann ist er hoffentlich voll dabei. Wir hoffen es. Also ihr habt es wahrscheinlich auch vielleicht gemerkt in der letzten Zeit. Erstens einmal ist das Ganze auf YouTube sowieso ein bisschen langsamer geworden, weil jeder wieder weniger Zeit hat für alles. Jeder hat wieder, jetzt kommt natürlich auch der Frühling und der Sommer, da sind die Leute wieder mehr draußen generell. Und da bei uns natürlich, wenn man das so vergleicht mit den alten Videos, wo wir also wirklich viel Zeit gehabt haben, da hat die Stadt Wild City fast bei jedem Video, ich sage jetzt einmal, komplett anders ausgeschaut, weil wir so viel Zeit gehabt haben zum Bauen und einfach so viel Ideen haben wir jetzt auch noch und kreativ sind wir vielleicht, ja, mehr oder weniger, manchmal auch noch, ja, aber es ist einfach so, dass wir manchmal wirklich nicht so viel Zeit haben und da finde ich es einfach total, total super, dass ihr uns da so unterstützt und dass wir im Prinzip da herinnen machen können, was wir wollen und ihr schreibt uns coole Kommentare. Wir haben, glaube ich, 50 oder 100 offene Baustellen in der Stadt, die irgendwo angefangen und dann nicht vollendet werden wurden und es ist ganz egal, wer ihr schreibt uns trotzdem was Nettes drunter und das freut uns einfach wirklich sehr. Das stimmt, ja.
Was ich noch sagen wollte, weil du gerade die alten Videos angesprochen hast. Wir haben uns letztens, glaube ich, das Stadtvideo 17 oder so angeschaut. Und es ist wirklich, also falls ihr mal Zeit habt, es ist so lustig, wenn man da mal in ein altes Video reinschaut, wie die Stadt ausgeschaut hat, weil irgendwie wächst man halt so mit und man schaut halt, wir schauen jetzt selber auch unsere Videos wieder an, damit wir schauen, okay, passt alles und hat alles funktioniert und so. Und wenn man sich dann einmal ein altes Video anschaut, dann glaubt man gar nicht, was sie eigentlich alles da hat. In der kurzen Zeit ja eigentlich doch. Genau, ja, also unglaublich. Und auch weil ihr uns so coole Sachen schickt, wir haben wieder jetzt Fotos gekriegt von Lego-Städten, die vielleicht noch nie das Internet-Tageslicht gesehen haben und auch die ganzen anderen YouTuber, ihr seid alle so nett zu uns und das freut uns einfach wahnsinnig. Ja. Und ja, ich glaube, also ich habe jedenfalls vor, wenn nichts dazwischen kommt, dass wir noch lang so weitermachen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Wir haben viele Projekte, die noch realisiert werden. Wir haben aber auch echt coole Sachen, die wir jetzt in nächster Zeit einmal machen. Ich bin nebenbei gerade ein bisschen bei der U-Bahn beschäftigt, so ein Stockwerk tiefer, das sieht man aber noch nicht ein. Das bleibt auch so. Dritter war jetzt irgendwo hinten beim Schwimmbad, also jetzt kommt wieder der Sommer, jetzt sind wieder einige andere interessante Sachen. Dafür ruht das Winterdorf da hinten. Das stimmt, aber ja. Das macht auch nichts und es ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist wirklich, man hat einfach im Winter ein Gusto drauf, dass man sagt, okay, man macht das beim Wintertag. Und jetzt, wo es langsam wärmer wird, es wird noch langsam wärmer, ich habe noch immer meinen Pullover und alles so. Aber da hat man wirklich ein Gusto, dass man sagt, ein bisschen Freibad. Das war auch schon was super. Das passt auf jeden Fall ganz gut zur Jahreszeit. Wir werden auf jeden Fall so weitermachen. Ihr hoffentlich auch. Und ja, also wir wollten euch eigentlich einfach, das ist ein relativ spontanes Video gewesen, das meinem kreativen und genialen Geist ungefähr vor 5 Minuten entsprungen ist. Wenn wir uns gedacht haben, wir zeigen uns einfach einmal so, wie wir normal reden. Natürlich, wie wir sind, ist, glaube ich, kennt ihr das, wir kennen so lange oder über so viele Videos kann man sie nicht verstellen. Nein. Das Einzige, was vielleicht von uns die wenigsten nur wissen, ist, dass wir eigentlich, wenn wir untereinander sind, nicht so schön Hochdeutsch sprechen, wie das in die Videos meistens kommt. Und das war oft schon ganz lustig, weil uns leid, vielleicht wolltest du das gerade sagen, ja. Bitte. Nein, sagst du zuerst. Ich habe noch was anderes. Manche Leute, speziell denke ich einmal aus dem nördlichen Deutschland, schreiben uns oft an und sagen, dass wir so einen witzigen Dialekt haben und in den Videos und dass wir einfach so lustig Deutsch reden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir zeigen uns einmal, wie wir eigentlich wirklich reden. Ja. Ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt möglichst viel verstanden und mitgekriegt, weil sonst hätte das Video eigentlich keinen Sinn gehabt. Aber ja, wir wollten uns, ich weiß nicht, was du noch sagen willst, ich wollte mich noch einmal bedanken bei euch. Ihr seid echt super cool und super nett und ihr habt uns so unterstützen und ja. Es tut sich so viel bei uns in der Stadt. Wir haben wieder einiges eingekauft, was jetzt kein Lego ist, was aber trotzdem essentiell für die Lego-Stadt ist. Wir haben da hinter der Rita super Zeitungsartikel, wir waren schon im Radio, also was will man mehr? Also uns geht's wirklich, glaube ich, bestens und auch mit euch natürlich haben wir sehr ein großes Glück. Stimmt. Erstens mal wollte ich noch sagen, dass es unterhaltsam ist. Immer wenn der Christoph so reden darf, wie er reden darf, nachher ist er noch mehr, dass er viel redet. Jetzt wisst ihr, wieso unsere Freunde immer sagen, dass er sehr viel redet. Und zweitens ist das jetzt auch der Grund gewesen, oder wisst ihr jetzt auch, wieso ich am Anfang vom Video wahrscheinlich ein bisschen skeptisch geschaut habe, weil es lustig ist, dass immer sobald wir die Kamera einschalten, bin ich es gewohnt, dass wir einfach schöner reden. Aber eben, wie du gesagt hast, manchmal ist es auch schon passiert, dass wir eben irgendwen getroffen haben und da haben wir einfach dann ganz normal geredet und dann haben uns leider manchmal Leute schon nicht verstanden und das tut mir voll leid. Jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht verstehen, aber tut uns trotzdem voll leid, weil ja, das wollen wir nachher eigentlich gar nicht, sondern wir haben halt dann ganz normal geredet und die schauen uns dann immer so an und dann wissen wir, okay, wir müssen wieder anders reden. Ganz richtig, ja. Genau. Außerdem glaube ich, ihr habt trotzdem ganz einen guten Eindruck, mehr verstanden, als was vielleicht wir denken. Und es gibt auf YouTube, wir haben das übrigens aktiviert, falls sich da jemand bemüßigt fühlt, man kann auch als Community-Mitglied, also ihr könnt gern für unsere Videos auch Untertitel einreichen, so englische, das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber das ist uns auch sehr viel Arbeit. Wenn für das Video wer einen deutschen Untertitel einreichen möchte, dann kann er das bitte machen. Das ist, glaube ich, freigeschaltet. Ich krieg dann eine Benachrichtigung, oder wir kriegen dann eine Benachrichtigung, wann ihr die Untertitel geschrieben habt, dass wir die absegnen können und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, das noch umzubessern oder freizugeben oder was auch immer. Also falls ihr gerade keine Lust auf Lego bauen habt und das gerne machen, seid natürlich nicht gezwungen dazu, weil ja, wir haben glaube ich viel Blödsinn geredet, das Video, also
ja, ob das wert ist, dass man Untertitel macht, weiß ich nicht. Genau. Also vielen lieben Dank also nochmal für 7000 Abonnenten. Ein paar von euch haben sich auch einen Livestream gewünscht zum 7000 Abonnenten Special. Das fällt mir bald der Arm ab, weil die Kamera ich bin Linkshänder und halt die Kamera mit rechts die ganze Zeit. Dritter übernimmt jetzt, sagt ja, sie. Aber dann wird der Christoph wieder abgeschnitten wahrscheinlich. Egal. Was wollte ich sagen? Also ein paar Leute von euch wollten gerne einen Livestream haben zum 7000 Abonnenten Spezial und ich habe in die Kommentare beantwortet, habe ich geschrieben, ja, machen wir sehr gerne. Im Endeffekt ist jetzt das 7000 Abonnenten Spezial und ich hoffe, es hat sich nicht enttäuscht, aber es sei euch gewiss, wir werden einmal demnächst einen Livestream machen. Ich habe jetzt schon alles eingestellt bei unserem neuen Computer. Es rennt jetzt so weit, dass man nur mehr auf Play drucken muss beim Streamlabs und wir sind live. Und ja, das wird jetzt demnächst einmal kommen. Da freuen wir uns natürlich auch schon sehr und vielleicht sind wir wieder mal wo zu Gast. Ja. Stimmt, ja. Ansonsten wünschen wir euch einen sehr, sehr schönen Tag. Das nächste Video wird wieder in gewohntem, schöneren Deutsch. Ganz so schön reden wir ja auch im Hochdeutschen nicht. Das stimmt, wir wirklich nicht schön. Und wir hoffen, dass ihr auch eine schöne Zeit habt. Ja. Bei dem Wetter draußen mit Lego oder anderen Klemmbausteinen. Lasst es euch gut gehen. Trefft euch mit Leuten, die es gern habt und vielleicht schaltet uns ja wieder mal ein. Uns würde es auf jeden Fall sehr freuen und nochmal vielen lieben Dank. Nicht nur an die 7000 plus, die uns abonniert haben, sondern auch an natürlich alle, die uns irgendwann einmal eingeschaltet haben. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Definitiv. In dem Sinne macht es gut und baut was Schönes. Vielleicht irgendwas für eine Stadt oder überhaupt eine Stadt. Ihr könnt natürlich auch immer irgendwelche Fotos schicken, wir freuen uns immer sehr. Überlegt es euch und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder und bevor jetzt mein Arm auch noch anfällt. Übernehme ich wieder. Okay, macht es gut und danke nochmal. Ihr seid super. Auf jeden Fall. Tschüss.